Katar ist Ausrichter der WM 2022, aber schon jetzt bei der Europameisterschaft omnipräsent. Qatar Airways, die staatliche Fluglinie, ist offizieller Sponsor der EM und wird die Mannschaften zu den Spielorten fliegen. Der katarische Sportkanal beIN Sports hat TV-Rechte am Turnier gekauft. Dazu die langjährige Partnerschaft zwischen dem Golfstaat und dem FC Bayern. Die Zielrichtung ist für Experten klar. Weil man sehr wohl weiß, dass man dadurch das Image verbessern kann, dass man dadurch Einfluss nehmen kann, dass man dadurch auch beweisen kann, dass man ein verlässlicher internationaler Akteur ist, mit dem man zusammenarbeiten kann. Trotz Milliardeneinsatz für strategische Imagepflege bleiben die Menschen- und Arbeitsrechte im autokratisch regierten Emirat Katar großes Thema. Hunderttausende Gastarbeiter haben die Infrastruktur und Stadien für die WM mittlerweile fast fertiggestellt. 6 nordeuropäische Fußballverbände, darunter die EM-Teilnehmer Dänemark, Finnland und Schweden, schrieben vor wenigen Tagen diesen Brief an die UEFA und FIFA. Im Ton deutlich, Zitat: Die derzeitige Situation der Gastarbeiter, unabhängig von Verbesserungen, muss sich weiter verbessern. Wir fordern die FIFA auf, unabhängige Berichte und Untersuchungen zu toten und verletzten Gastarbeitern in Verbindung mit WM-Baustellen zu präsentieren. Unabhängige Berichte? In Katar gibt es weder Pressefreiheit noch Gewaltenteilung. Wie also überprüfen, ob das ausbeuterische Kafala-System tatsächlich, wie oft angekündigt, abgeschafft wurde? Das System, in dem Gastarbeiter wie Sklaven an ihre Arbeitgeber gebunden werden. Deshalb recherchieren wir außerhalb des Landes. Wir treffen Mark Mwamburi, bis vor kurzem selbst Gastarbeiter in Katar. Seine alten Kollegen haben ihm Videomaterial geschickt. Anfang Mai hatten hunderte Arbeiter einer Sicherheitsfirma protestiert. Mark veröffentlicht die Videos für sie. Wenn meine Kollegen die Videos auf ihren sozialen Netzwerken posten, können sie abgeschoben werden. Davor haben sie Angst. Sie fühlen sich wie Sklaven. Es ist kein gutes Leben. Die katarische Regierung hatte von Verbesserungen gesprochen, aber die gibt es nicht. Es bleibt Sklaverei. Streikrecht gibt es in Katar nicht. Ein Offizieller der Firma droht. Wer jetzt streikt, bekommt im nächsten Monat kein Geld. Kein Geld, keine Arbeit. Kein Geld, keine Arbeit. Kein Geld, keine Arbeit. Weder die Firma noch die Regierung reagieren auf unsere schriftlichen Nachfragen zu diesen Protesten. Erstens, wir verlangen unser vollständiges Gehalt. Wir haben keine freien Tage, wir arbeiten ununterbrochen. Wir brauchen unser vollständiges Gehalt. Erst dann arbeiten wir wieder. Bitte geben Sie uns unser Geld. Das zeigt natürlich, wie hoch der Leidensdruck ist und wie wenig offenbar auch diese Menschen glauben, noch was zu verlieren zu haben. Also sie gehen ein sehr, sehr großes Risiko damit ein, weil sie natürlich abgeschoben werden können, weil sie weiterhin unter Repressalien zu leiden haben. Diese Einschätzung des Experten lässt sich an einem weiteren Beispiel belegen. Auch Arbeiter der Sicherheitsfirma European Guarding and Security Services, EGSS, hatten zuletzt protestiert. Die Firma war im vergangenen Jahr für besondere soziale Verantwortung ausgezeichnet worden, wie dieses Firmenvideo zeigt. Uns gelingt es, Kontakt zu Gastarbeitern des Unternehmens EGSS herzustellen. Zu ihrem Schutz bleiben sie anonym. Das Kafala-System existiert weiterhin. Wir dachten, dass es die versprochenen Verbesserungen für uns geben wird. In Wahrheit geht es uns aber schlechter als vorher. Wir bekommen jetzt trotz Mindestlohn weniger Gehalt, weil die Firma unsere Boni gekürzt hat. Das ist alles sehr frustrierend. Auch bei der FIFA-Club-WM im Februar, der Generalprobe für die WM 2022, wurde Personal der Firma eingesetzt. Die Arbeiter haben diese Videos gemacht. Wir mussten Doppelschichten arbeiten. Ich habe 8 Stunden als Wachmann gearbeitet und im Anschluss dann im Stadion bei der FIFA-Club-WM. Keiner hat sich getraut, das zu kritisieren. Wir brauchen das Geld.
Beim Endspielsieg des FC Bayern München waren ebenfalls EGSS-Gastarbeiter im Stadion unter, wie sie sagen, ausbeuterischen Arbeitsbedingungen. Das WM-Organisationskomitee in Katar erklärt dazu gegenüber der Sportschau, dass bei der Club-WM mit vielen Arbeitern Gespräche geführt wurden und dass dabei keine Hinweise auf Doppelschichten geäußert wurden. Kürzlich hat EGSS seinen Gastarbeitern diesen Mustervertrag vorgelegt. Die Firma droht darin mit empfindlichen Geldstrafen, falls die Unterzeichner innerhalb der nächsten 5 Jahre zu einem Konkurrenzunternehmen wechseln wollen. Die Regierung teilt der Sportschau dazu mit, diese Klausel sei ein klarer Gesetzesverstoß. Man toleriere keine Firmen, die gegen Arbeitsgesetze verstoßen und arbeite an einer Lösung. Die Nachfragen nach Konsequenzen für die Firma EGSS bleiben allerdings unbeantwortet. Amnesty International sieht im Verhalten von Firmen wie EGSS klare Muster. Jedes Mal, wenn die Regierung neue Reformen verkündet, sehen wir immer wieder Firmen, die versuchen, diese Gesetze zu umgehen und Schlupflöcher zu nutzen, um Gastarbeiter weiter zu kontrollieren und zu missbrauchen. Nach Einschätzungen von Kennern der Verhältnisse im Land gibt es wohl enge Verbindungen zwischen der Sicherheitsfirma EGSS, der Regierung und Katars Herrscherfamilie Al-Thani. Der renommierte Wissenschaftler Sebastian Sohns beschäftigt sich seit Jahren mit dem Kafala-System. Das Kafala-System selbst ist deswegen so omnipräsent, weil es Teil der Gesellschaft ist, weil es Teil der Tradition ist und weil davon extrem viele Menschen profitieren. Daraus hat sich ein eigener Wirtschaftszweig entwickelt und auch eine sehr, sehr starke Lobby, zu der teilweise ja auch Mitglieder der Königsfamilien gehören. Was mit kritischen Gastarbeitern in Katar passieren kann, zeigt das Beispiel von Malcolm Bidali. Der 28-Jährige ist vor über 20 Tagen festgenommen worden. Auch er arbeitete für eine Sicherheitsfirma und bewachte einen Bürokomplex, der unter anderem von der Mutter des Emirs genutzt wird. Über soziale Medien hatte er ausbeuterische Arbeitsbedingungen kritisiert und dabei auch der Mutter des Emirs Vorwürfe gemacht. Die Behörden ermitteln, so heißt es von offizieller Seite, ob er gegen Vorschriften verstoßen habe. Laut Amnesty International drohen ihm bis zu 5 Jahre Haft. Katar hatte im letzten Jahr die Meinungsfreiheit per Gesetz noch weiter eingeschränkt. Wir waren damals schon sehr besorgt, da quasi jede negative Äußerung über den Staat oder wichtige Institutionen bestraft werden können. Gibt es keine international anerkannte Grundlage für eine Anklage, fordern wir seine sofortige Freilassung. Noch im vergangenen Dezember hatte UEFA-Präsident Severin die Fortschritte beim Bau der WM-Infrastruktur ausdrücklich gelobt. 2 Monate später wurde der Sponsoring-Vertrag für die EM mit Qatar Airways bekannt gegeben. Er ist inzwischen zur Schlüsselfigur im europäischen Fußball aufgestiegen. Nasser Al-Khelaifi, ein Jugendfreund des Emirs von Katar. 2019 in das Exekutivkomitee der UEFA gewählt. Präsident von Paris Saint-Germain. Seit kurzem Vorsitzender der mächtigen Clubvereinigung ECA. Strippenzieher in der Champions League. Zurück zum Brief der besorgten Fußballverbände aus Nordeuropa. Zitat: Transparenz, Kommunikation und Information sind der Schlüssel, um das Vertrauen von Fans, Spielern, Werbepartnern in Hinblick auf die WM 2022 in Katar zu gewinnen und aufrechtzuerhalten. Die norwegische Nationalmannschaft hatte sich zuletzt, wie auch die deutsche Mannschaft, für Menschenrechte eingesetzt. Am 20. Juni entscheidet der norwegische Fußballverband in einer Sondersitzung, ob er aus Protest seine Mannschaft vom Turnier in Katar abzieht.